Wir beginnen unsere Marienmonat Maiandacht am 2. Mai mit dem Zeichen des dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gemeinsam feiern wir diese Marienandacht mit dem Gedanken der Worte Jesu. Siehe deine Mutter. Wir wollen damit Maria als Mutter betrachten. Hören wir dazu eine Lesung aus dem Evangelium nach Johannes. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Mutter, ein Wort, das mit uns allen verbunden ist. Mutter, so nennen wir auch Maria, die Jesus geboren hat. Maria, die Mutter Jesu, steht unter dem Kreuz und hilflos muss sie mit anschauen, wie ihr Sohn stirbt. Eine tiefe Liebe ist zwischen dem Sohn und der Mutter spürbar, und trotz seiner eigenen Hilflosigkeit sorgt Jesus noch in den letzten Minuten seines Lebens für seine Mutter. Er vertraut sie Johannes an: Sieh deine Mutter, siehe deinen Sohn. Siehe deine Mutter ist ein Satz, den auch wir von Jesus hören dürfen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit. Dereinst aber gib uns die ewige Freude durch Christus, unseren Herrn. Wir antworten: Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Jungfrau, bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Mutter ohne Makel, bitte für uns. Mutter des guten Rates, bitte für uns. Mutter des Erlösers, bitte für uns. Mutter der Kirche, bitte für uns. Du Heil der Kranken, du Ursache unserer Freude, du Zuflucht der Sünder, du Hilfe der Christen. Wir beten. Herr und Gott, auf die Fürsprache der jungfräulichen Mutter Maria, schenke deinen Segen für alle Mütter, schenke ihnen Kraft und Geduld in ihrer Aufgabe der Erziehung ihrer Kinder. Durch Christus, unseren Herrn. Wir beten. Unter deinen Schutz und Schirm pflegen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Söhnen, empfehle uns deinem schönen Sohne, stelle uns vor deinem Sohn. Amen. Wir singen das Lied 896. 896.
empfehlen wir, was grünt und blüht auf Erden. Lasst uns in dieser Pracht uns hier das Werk des Schöpfers ehren. Behüte auch Maria rein, du größte aller Frauen, dass Gottes Volk die Kinder dein im Glauben und Vertrauen zu Jesus Christus, deinem Sohn, dem Retter und Befreier. Lobpreis durch ihn in Ewigkeit des Vaters Macht und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der gute Hirte Jesus Christus, er ist in unserer Mitte. Sein Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 4. Sonntag in der Osterzeit, zum Sonntag des guten Hirten. Besonders begrüße ich alle Verwandten, Bekannten der verstorbenen Frau Thea. Wir feiern heute, nicht nur wir, sondern auch die Kirche weltweit, den Sonntag des guten Hirten Jesus Christus, den Weltgebetstag um geistliche Berufe. Und das Evangelium von heute spricht vom Hirtendienst Jesu Christi. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. In diesem Gottesdienst gedenken wir unserer verstorbenen Schwester, die plötzlich und unerwartet verstorben ist. Jesus hat gesagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Wir bitten darum, dass unser Herr auch Frau Jakob das ewiges Leben geben wird. Ihn rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Zum Gloria singen wir 171.
und Ehre Gott dem Herrn. Friede soll den Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahin gab, aus aller Not zur ewigen Freude. Guter Gott, in diesen österlichen Tagen hat unser Glaube an die Auferstehung deines Sohnes neue Kraft empfangen. Stärke in uns die Hoffnung, dass wir mit unserer Schwester Theaku zum ewigen Leben auferstehen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Nach der ersten Lesung singen wir 421. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mein Hirt ist Gott der Herr, er will mich immer weiden, darum ich nimmermehr kann
wirklich immer da, aber sonst still und klar, erfrischen und beleben. Wird die Seele ein mit seiner Kraft erquicken, wird durch den Namen sein, auf rechter Bahn mich schicken. Und wenn uns Lindenbahn ich auch im finstern Tal weit ab mich soll verlieren, so fürcht ich denn noch nicht. Ich weiß mit Zuversicht, du Herr, du wirst mich führen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und der ist ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte er jenen, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte er: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die zu mir kommen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und beide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Trauerfamilie, wir alle kennen das Bild von dem guten Hirten. Das Bild des guten Hirten war zunächst ein Bild für die Könige und
des ihnen anvertrauten Volkes im Alten Testament. Aber auch im Alten Testament, alten Israel, wurde es Gott selbst zugeschrieben. Gott ist der gute Hirt. Und das lesen wir oft im Buch Psalmen. Aber im Neuen Testament, anders als im Alten Testament, finden wir Jesus als der gute Hirt. Jesus von Alten Testament her beansprucht es für sich. Israel, das Volk Gottes, übernahm im Alten Bund dieses Bild nicht für den irdischen König, sondern zuerst und einzig für Gott Jahwe, dem wahren König und Hirten. Besonders in Notzeiten und im Elend rief man zu Gott um Hilfe als dem guten Hirten. Ein wunderbares Gebet dazu ist uns im Psalm 23 erhalten. Wir beten dieses Psalm oft zum Gottesdienst, wie wir zum Zwischengesang gesungen haben, aus dem Gotteslob 421. Der Herr ist mein Hirt, muss ich auch wandern im finsteren Schlupf. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Heute im Johannesevangelium wird Jesus als der gute Hirt und als die Tür zur Herde bezeichnet. Die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzelnen beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Die Frage lautet für uns als Gläubige an Christus, kennen wir die Stimme Jesu Christi? In unserem Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz oder egal wo wie wir sind. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Herde oder Schafe. Ja, Jesus versteht sich als der wahre Hirt, dem es um jedes einzelne Schaf und die ganze Herde geht. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Heute verabschieden wir uns von der verstorbenen Frau Thea Cook,
die am 14. diese Woche verstorben ist. Jakob wurde am 14. März 1950 in Esterwegen geboren und am 27. April im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Sie wuchs in Esterwegen auf und heiratete William Cook, der im Jahre 2010 verstorben ist. 2 Söhne, Markus und Holger, und 2 Enkelkinder durfte sie als ihr eigen nennen. Beruflich war sie eine gelernte Friseurin gewesen. Sie hatte mehrere Jahre Sozialkaufhaus des KF in Esterwegen ehrenamtlich getätigt. Sie war einfach und schlicht für die Familie und die Kinder und die Enkelkinder gelebt. Liebte Natur, Pflanzen, Garten, Blumen und so weiter. Sie hat ihr Leben vollendet. Sie hat Glauben gehalten und ist bis zu ihrem letzten Atemzug Jesus treue geblieben. Ja, das ist unser Trost. Der Jakob lebt, obgleich sie gestorben ist. Und alle, die mit ihr diesen Glauben teilen, werden sie wiedersehen in der Ewigkeit bei Gott, dem Schöpfer. Ja, liebe Schwestern und Brüder, unser Leben ist ein Haus mit vielen Türen. Solche Türen begleiten uns ein Leben lang, vor der Geburt bis zum Tod. Als Kind waren sie Hindernisse, die unsere Neugier bremsten und die wir nicht allein bewältigen konnten. Andere Menschen entschieden für uns, welche Tür geöffnet werden durften und welche vor uns verschlossen blieb. Mit zunehmendem Alter konnten wir selbst entscheiden, welche Tür wir öffnen und schließen wollen. Auch Frau Thea Cook hat solche Erfahrungen gemacht. Sie hat nun die letzte irdische Tür hinter sich geschlossen und steht jetzt vor der Tür, von der wir glauben. Wer sie durchschreitet, dem wird ewiges Leben geschenkt. Wir haben eben gehört aus dem Johannes-Evangelium. Jesus steht an die Tür als der gute Hirt. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Er ist der gute Hirt, er begleitet uns auf unserem Lebensweg bis zum letzten Atemzug, bis zum unseren Tod, aber darüber hinaus zum himmlischen Vater. So hat er uns versprochen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Trauerfamilie, im Tod lassen wir alles hinter uns und schließen die irdische Tür und stehen an der Schwelle einer neuen Tür, die geheimnisvoll für uns ist. Und sie führt uns zu etwas, das wir nicht kennen. Wenn wir diese Tür erreicht haben, ist unser Lebensweg beendet. Wir sind bei Jesus angekommen. Und Frau Thea steht nun an der Schwelle zu dieser endlosen Liebe. Lasst uns weiterhin für die verstorbene Frau Thea Cook beten, aber auch für alle Verstorbenen aus unserer Familie und der Gemeinde und auch weiterhin
Jesus annehmen als der wahre, gute Hirt für unser Leben auf unserem Lebensweg. An diesem Wochenende beten wir auch besondererweise um geistliche Berufe. Wir wissen, dass wir brauchen noch Leute, die für unseren Glauben stehen und auch diesen Glauben leben und auch Zeugnis ablegen. Dafür brauchen wir Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche. Besonders beten wir für alle Menschen, die an Christus glauben, dass sie alle ein Zeugnis ablegen für andere, sodass wir unseren Glauben stärken und auch weiterhin auf diesem Glauben festhalten und leben. Jesus ist der gute Hirte. Amen. Zum Glaubensbekenntnis singen wir 791. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, der erschuf die Welt, den Sohn, der für uns litt den Tod, den Heiligen Geist, der uns erhält. Wir glauben an die Kirchenlei, die einig, heilig, allgemein und an des Leibes Auferstehen und ewiges Leben in den Höhen. Amen. Wir halten die Fürbitten. Diese Fürbitten haben unsere erste Kommunionkinder aus der Vereingemeinschaft Abraham vorbereitet. Herr Jesus Christus, du bist hier als der gute Hirt. Dich bitten wir. Jede Blume ist ein Geschenk. Sie ist einmalig und einzigartig. Gott, lass uns wie Blumen sein, die in bunten Farben blühen, einander Freude schenken und immer daran denken, wie schön die Welt ist. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Lass uns besser auf unsere Blumen und die Natur aufpassen. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir sind alle verschiedene Blumen im Gottesgarten. Bitte hilf uns, auch in dieser schweren Zeit der Corona-Epidemie weiter zu wachsen. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Manche Pflanzen sind klein und werden gar nicht beachtet. Wir bitten dich für die schüchternen Kinder, die sie nicht übersehen werden. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir leben, denken und beten miteinander wie die Blumen einer Wiese. Hilf uns, dass wir uns am gegenseitigen Blühen erfreuen und uns nicht zerstreten. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen.
Besonders beten wir heute für die verstorbene Frau Thea. Nimm sie in deinem Himmelreich auf. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir beten auch für unsere verstorbenen Familienmitglieder. Besonders beten wir heute für die verstorbenen Heinrich Kohnen, für ihn die erste 6 Wochenmesse feiern. Gerhard Bracke, für ihn auch die erste 6 Wochenmesse feiern. Verstorbene der Familien Hermann Hanneken und Schwiegersohn Michael Förster. Josef Wüben und Gebina Wüben. Maria Enders, William Enders. Lebende und Verstorbene der Familien Krüger, Ulliges, Hannekam. Es verstarb am 1. Mai aus der Gemeinde Lorut im Alter von 79 Jahren Frau Gesina Jansen. Aus unserer Pfarrgemeinde Esterwegen verstarb Frau Adelheid Brake im Alter von 89 Jahren. Die Beerdigung ist am Dienstag und der Trauergottesdienst ist am Dienstag um 19 Uhr. Das Rosenkranzgebet für die Verstorbene ist am Montag um 19:30 Uhr. Aus unserer Pfarrgemeinde Gelenberg verstarb am 30.04. Herr Stefan Lüken im Alter von 39 Jahren. Herr, schenke ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 778. Preis den Todesüberwinder, der da stand auf Golgatha, dem Erlöser aller Sünder, preis ihm und Halleluja. Lasst des Jubels Harfen klingen, lasst von Herzen froh und singen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Uns vom Tode zu befreien, sank in des Grabes Nacht, unser Leben zu erneuern, steht auf durch Gottes Macht. Tod, du bist im Sieg verschlungen, und das Leben ist errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort.
Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. 199. Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den 4. Ostersonntag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle darauf, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef, allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind. Erbarme dich auch all unsere lieben Verstorbenen, die du heimgerufen hast in deine Herrlichkeit. Nimm sie auf, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich auch über uns alle, damit wir das ewige Leben erhalten in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, den Aposteln, den Märtyrern, den Heiligen und allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen alle Tage unseres Lebens. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu singen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, Erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Hirt, er gab sein Leben für die Schafe, er ist für seine Herde gestorben. Halleluja.
858, die erste und fünfte Strophe, 1 und 5. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerze heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasset uns beten. Gott, du Hirte deines Volkes, sie voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Wir haben das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert für unsere verstorbene Schwester Theaku. Führe sie vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht, aus der Bedrängnis in deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten 4. Ostersonntag und auch ein nettes Wochenende weiterhin und auch eine nette Woche. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Zum Schluss singen wir Segne du Maria, die erste 2 Strophen, 535. Segne du Maria, segne mich
Segne all mein Denken, segne all mein Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Lass in deinem Segen Tag und Nacht segne du Maria, alle Frieden. Deine Mutter Segen ihnen täglich gibt. Deine Mutter Hände reicht auf alle aus. Segne alle Herzen, segne jedes Haus, segne alle Herzen.